Herzlich willkommen! Heute schauen wir uns die Geschichte des Changmu-Quan an. Und, ich sag's euch gleich, das ist viel mehr als nur die Geschichte einer Kampfkunstschule. Es ist die Geschichte eines einzigen Mannes, dessen Leben so außergewöhnlich war, dass es eine ganze Kampfkunst geprägt hat. Eine Story über Krieg, über ein mysteriöses Verschwinden und über ein Erbe, das bis heute nachwirkt. Lasst uns direkt mal mit einer Frage einsteigen. Was glaubt ihr verbindet chinesisches Chuanfa, japanisches Karate und das moderne Taekwondo? Die Antwort ist, keine spezielle Technik oder Form. Es ist ein Mann, ein legendärer Meister, dessen wirklich unglaubliche Lebensgeschichte all diese verschiedenen Welten zusammengebracht hat. Und genau hier kommt die zentrale Figur unserer heutigen Geschichte ins Spiel. Yun Byung-Nin. Sein Leben, das war wirklich geprägt von unfassbarem Können, von legendären Anekdoten und von einem Verschwinden, das jahrzehntelang ein riesiges Rätsel war. Man kann ohne Übertreibung sagen, er ist einer der wichtigsten Pioniere der koreanischen Kampfkünste überhaupt. Man kann es eigentlich ganz einfach sagen. Die Geschichte des Changmu-Quan ist die Geschichte seines Gründers, Yun Byung-In. Die beiden sind untrennbar miteinander verbunden. Er hat den Grundstein gelegt, und zwar mit einer Schule namens YMCA Kwon Bop Bu. Das war sozusagen der direkte Vorläufer des Changmu Quan. Also tauchen wir mal ein bisschen tiefer in seine Anfänge ein. Wie wird man zu so einem Meister? Der Schlüssel dazu liegt in seiner wirklich außergewöhnlichen Jugend. Die Umstände haben ihn quasi dazu gezwungen, zwei komplett unterschiedliche Kampfkünste auf dem allerhöchsten Niveau zu meistern. Also Yuns Weg war von Anfang an anders. Er wurde in der Mandschurei geboren, weil seine Familie vor der japanischen Besatzung aus Korea fliehen musste. Und genau dort, schon als kleiner Junge, lernte er chinesisches Chuanfa. Das ist eine Art Faustkampf, ihr könnt euch das mit sehr fließenden, kreisförmigen Bewegungen vorstellen. Und dann, 1937, ging es für ihn zum Studieren nach Tokio, nach Japan. Und dieser Schritt, der sollte wirklich alles verändern. Nach dem Krieg ist er dann zurück nach Korea. Es gibt da so eine ziemlich beeindruckende Anekdote aus seiner Zeit in Japan. Und das war noch bevor er überhaupt richtig mit Karate angefangen hat. Man erzählt sich, dass er so unermüdlich an einem Baum im Innenhof trainiert hat, dass sich der Baum irgendwann durch die pure Wucht seiner Schläge zur Seite geneigt hat. Das allein zeigt doch schon, was für eine unglaubliche Disziplin und Kraft in diesem Mann steckt. Und genau diese Disziplin, diese Power führte dann zu einem echten Wendepunkt. Stellt euch die Situation vor. Japanische Karateschüler bedrängen andere koreanische Studenten. Yun greift ein. Aber, und das ist das Entscheidende, er attackiert nicht. Er nutzt sein Chuanfa nur, um sich zu verteidigen. Und das so gekonnt, dass die Angreifer total frustriert aufgeben und wegrennen. Und genau dieser Vorfall brachte ihn dann auf den Radar von deren Meister. Und dieser Meister war niemand Geringeres als der berühmte Kanken Toyama. Und jetzt wird's interessant. Toyama hatte selbst Chiluchon-Fa studiert und hat sofort erkannt, was für ein außergewöhnliches Talent Yuon da hatte. Anstatt einer Konfrontation gab es also Respekt. Es entstand ein Pakt. Sie würden voneinander lernen. Yuon hat Toyama die fließende Kunst des Chiluchon-Fa gezeigt und im Gegenzug wurde er im knallharten linearen Shotokan-Karate unterrichtet. Ein echter Austausch von Wissen. Okay, zurück nach Korea. Der Krieg ist vorbei. Yun hat jetzt die Meisterschaft in zwei unglaublich mächtigen Kampfkünsten quasi in der Tasche. Jetzt war der Moment für ihn gekommen, etwas komplett Neues zu schaffen. Eine Synthese aus allem, was er gelernt hatte. Er nannte seine neue Kunst Quan Bop Kongsudo. Allein der Name ist schon genial, weil er seine ganze Philosophie zusammenfasst. Quan Bop, das steht für seine chinesischen Wurzeln, den Faustkampf. Und Kongsudo, das ist die koreanische Bezeichnung für Karate, der Weg der leeren Hand. Eine absolut perfekte Beschreibung für seinen einzigartigen Hybridstil. 1946 wurde es dann offiziell. Yun gründete seine Schule, das YMCA Kwon Bop Bu in Seoul. Und wisst ihr, was seine Schule, sein Quan, von allen anderen damals unterschieden hat? Es war dieses Fundament. Sie basierte eben nicht nur auf Karate, sondern war tief in den chinesischen Kampfkünsten verwurzelt. Das hieß konkret, mehr fließende Techniken, mehr Hebel, sogar Würfe. Eine Komplexität, die andere Schulen so einfach nicht hatten. Man könnte meinen, alles lief perfekt. Yuns Schule wuchs, seine Lehren kamen super an. Aber dann kam die Katastrophe.
Ein Ereignis, das nicht nur sein Leben, sondern auch die Zukunft seiner Kampfkunst für immer auf den Kopf stellen sollte: der Koreakrieg. Mitten im Chaos des Krieges, wir schreiben den August 1950, passierte das Unvorstellbare. Yoon reiste mit seinem Bruder, der war übrigens Hauptmann in der nordkoreanischen Armee, in den Norden. Und danach verlor sich jede Spur von ihm. Einfach weg. Für die Kampfsport-Community im Süden war er für Jahrzehnte wie vom Erdboden verschluckt. Aber das war noch nicht das Ende seiner Kunst. Auf keinen Fall. Denn Yoons Erbe, das lebte weiter. Getragen von seinen engsten Schülern. Besonders zwei von ihnen, Lee Nam-suk und Kim Sun-bae, haben dafür gesorgt, dass die Lehren ihres Meisters nicht verloren gingen. Sie haben sozusagen die Fackel weitergetragen. Und aus dieser heldenhaften Weiterführung entstand dann wieder etwas Neues. Jungs Schule hat nicht nur den Krieg und sein Verschwinden überlebt, nein, sie hat sich weiterentwickelt. Und sie wurde zu einer der tragenden Säulen einer komplett neuen, einer vereinten koreanischen Kampfkunst. Der Weg dorthin war eigentlich ziemlich klar. Nach dem Krieg, als Yeon weg war, haben seine Schüler die Schule um 1953 neu gegründet, unter dem neuen Namen Changmu Kwan. Und dann, nur 2 Jahre später, trafen sie eine wirklich historische Entscheidung. Sie schlossen sich der großen Bewegung an, alle wichtigen koreanischen Schulen unter einem einzigen Namen zu vereinen: Taekwondo. Das war ein gewaltiger Schritt. Man muss sich das mal vorstellen. Für dieses große Ziel einer nationalen Kampfkunst hat das Changmu Kwan den standardisierten Lehrplan des Taekwondo übernommen. Das bedeutete aber eben auch ein Opfer. Ein Teil der einzigartigen chinesischen Wurzeln, dieser fließenden, komplexen Techniken ihres Gründers, musste aufgegeben werden. Das war ein echt schmerzhafter Kompromiss zwischen der eigenen, einzigartigen Identität und dem Traum der nationalen Einheit. Aber da bleibt ja noch die Frage, was wurde eigentlich aus Yoon Byung-in selbst? Das Rätsel um sein Schicksal, das wurde erst Jahrzehnte später gelüftet. Und die Antwort? Er hatte überlebt. In den 1960er Jahren hat er sogar nordkoreanische Spezialeinheiten ausgebildet und bis zu seinem Tod 1983 in Nordkorea gelebt. Seine Reise als Kampfkünstler endete also nicht 1950, sie ging im Verborgenen einfach weiter. Und das führt uns zu einer letzten, wirklich entscheidenden Frage, finde ich. Die Geschichte des Changmu Kwan ist die Vision eines einzigen Mannes. Eine Vision, die durch Krieg und Politik geformt und dann von seinen Schülern in eine globale Bewegung getragen wurde. Und das wirft doch die Frage auf, über die man mal nachdenken kann. Wie viel vom ursprünglichen Geist eines Gründers, von seiner ganz persönlichen Note, kann eigentlich überleben, wenn seine Kunst so wächst, sich anpassen muss und am Ende einmal um die ganze Welt reist?